Heute mache ich einen kleinen Lebkuchenmann. Der ist 7 x 9 cm groß. Wir brauchen dafür Zimtfarben und weiße Farbe, Baumwolle und eine Schere, eine Nadel, eine Häkelnadel Größe 3. Also ich mache den einfach einlagig. Man kann den natürlich auch doppelt häkeln, aufeinander legen, mit Watte ausstopfen und dann ist das ein 3D-Lebkuchenmann. Den wollte ich aber nicht, weil der zu schwer ist. Ich finde, so eine einfache Ausführung ist für die Tannenbaumzweige dann nachher viel leichter und es sieht schöner aus und die Zweige hängen dann nicht gleich durch. Um den Lebkuchenmann zu häkeln, müsst ihr Luftmaschen, Kettenmaschen und feste Maschen können. Und wir beginnen hier an der Schulter und häkeln erstmal abwärts und dann am Schluss wird der Kopf dran gehäkelt. Hier maschen wir nochmal an für das eine Bein und für den Kopf maschen wir auch nochmal an. Jetzt fangen wir hier an der Schulter an. So, wir häkeln immer in Hin- und Rückreihen mit jeweils einer Wendeluftmasche. Und jetzt fangen wir an mit 17 Luftmaschen und eine Wendeluftmasche. Eine Wendeluftmasche, und nun häkeln wir feste Maschen und zwar 4 Reihen. Wir beginnen mit der zweiten Luftmasche, machen eine feste Masche und dann entlang der Luftmaschenkette. Insgesamt 4 Reihen. Fünf Reihen sind fertig und wir maschen in der 5. Masche neu an für den Körper. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5. Von der anderen Seite am besten. Und wir häkeln bis zur 5. Masche auf der anderen Seite. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, wir häkeln insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Maschen. Eins, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eine Wendeluftmasche und noch 4 Reihen feste Maschen für den Körper.
Also insgesamt 4 Reihen mit 9 Maschen. So, das sind 5 Reihen. Nun kommt das Bein, das erste Bein, das sind 4 Maschen und da häkeln wir 6 Reihen. Das heißt eine Wendeluftmasche und 4 feste Maschen und dann gleich wieder wenden. 2, 3, 4, eine Luftmasche und wenden. Eins, zwei, drei. Jetzt kommt die 4. Reihe. Und noch 2 Reihen und dann ist das Bein fertig. So, jetzt schneiden wir das ab und maschen hier auf der anderen Seite wieder an. Dafür das zweite Bein. Eins, zwei, drei, 4. Eine Masche bleibt in der Mitte frei. So, wir maschen hier an und häkeln 4 feste Maschen. Insgesamt 6 Reihen. So, das ist jetzt fertig. Und nun maschen wir hier oben an.
So, jetzt machen wir den Hals und der Hals besteht erstmal aus 2 Reihen und zwar in die 7. Masche ab dem Rand maschen wir jetzt an. Diese ist das. Also 5 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, jetzt ist das in der Mitte. Eine Wendeluftmasche und nochmal zurück. 5 Maschen. Das ist der Hals. Also nun erstmal eine Wendeluftmasche und nun nehmen wir zu. Wir drehen die erste und letzte Masche in dieser Reihe zweimal häkeln, also zweimal in eine Einstichstelle. 1, 2. Nun kommt 3 Maschen. Jetzt die letzte Masche auch wieder verdoppeln, zweimal in eine Einstichstelle. So, jetzt haben wir 7 Maschen. Die nächsten 3 Reihen häkeln wir 7 Maschen, immer mit Wendeluftmasche natürlich. 3 Reihen. So 3 Reihen und nun nehmen wir wieder ab. Erstmal eine Wendeluftmasche. Nun häkeln wir die ersten beiden zusammen und die letzten beiden in der Reihe. Und zwar machen wir das so, wir maschen zusammen ab, wir gehen hier rein, holen eine Schlaufe, die zweite Masche holen wir auch eine Schlaufe. Nun haben wir 3 Schlaufen auf der Nadel, holen eine Schlaufe und ziehen durch alle 3 durch. Jetzt haben wir 2 Maschen zusammen abgemascht. Jetzt häkeln wir bis zu den letzten 2 Maschen in der Reihe feste Maschen. Also jede Masche eine feste Masche bis zu den letzten beiden. Die maschen wir wieder zusammen ab. So, jetzt haben wir noch 5 feste Maschen auf der Reihe und nun kommt auch schon unsere letzte Reihe. Erstmal wieder eine Wendeluftmasche und hier machen wir das genauso. Wir häkeln die ersten beiden und die letzten beiden Maschen zusammen ab. Eine dazwischen noch feste Masche häkeln und dann die letzten beiden abmaschen. So, jetzt sind wir auch schon fertig mit dem Kopf. Jetzt vernähen wir die Fäden. Wir nehmen jetzt weiß und häkeln einmal um diesen Lebkuchenmann herum. Da vergessen wir nicht den Anhänger, den müssen wir dann auch noch machen mit 2 Fäden hier oben am Kopf.
An den Außenecken müssen wir darauf achten. Hier zum Beispiel, das ist eine Außenecke, da müssen wir 2 bis 3 Maschen in eine und dieselbe Einstichstelle häkeln. Hier und hier. Und an den Außenseiten der Füße. Und an den Innenecken, hier zum Beispiel und da häkeln wir 2 bis 3 Maschen häkeln wir zusammen ab. Also abmaschen zusammen, was wir eben auch schon am Kopf gemacht haben, das machen wir hier in diesen Ecken. Und ganz am Schluss sticken wir den Mund, die Augen und die Knöpfe und hier die Abgrenzung der Arme und Beine. Das seht ihr hier. Man kann auch diesen Lebkuchenmann schön als Geschenkanhänger nutzen für eure Pakete. Das sieht auch ganz schön aus, vor allen Dingen, weil der so leicht ist. Und das ist ganz besonders wichtig. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und frohe Weihnachten.